so much, God. dass du uns so dolle liebst. Thank you for the resurrection. Thank you that you have done all of these things for us, God. Danke für die Auferstehung, danke für all diese Dinge, die du für uns getan hast. That in the end we can receive freedom in you. Dass wir am Ende die Freiheit in dir erlangen können. That in the end we can live freely in you, God. Dass wir am Ende durch dich frei leben können. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Holy Spirit, you just move today. Just talk to us. Heiliger Geist, wandle heute hier, rede einfach mit uns. We want you right now in Wir this wollen place. dich jetzt hier in diesem Ort. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. In your name we pray. Amen. Deinen Namen beten wir an. Amen. How are you guys? Wie geht es allen heute? How are you? Nobody answers. Okay. It's good. Before you sit down, can we greet the new people here? Bevor wir uns wieder hinsetzen, können wir allen neuen Leuten heute erstmal begrüßen. Can the new people maybe raise their hand and so that we can know you that you are new here? Alle, die heute zum ersten Mal hier sind, sollen sich am besten melden, damit wir euch herzlich begrüßen. And let's welcome them. Let's come to them and greet them. Lasst uns alle zu den Leuten gehen und sie herzlich begrüßen. Alright. Are you ready for the words of God? Sind wir bereit für das Wort Gottes? Okay. So today I'm gonna talk about the story that you maybe have heard a couple of times. Also heute würde ich euch gerne von einer Geschichte erzählen, die ihr schon wahrscheinlich mehrere Male gehört habt. It's about Martha. Und zwar die Geschichte über Martha. Not our Martha here, Nicht unsere Martha, but Martha in the Bible. sondern die Martha von der Bibel. Do you know the story of Martha and Mary? Kennt ihr die Geschichte von Martha und Maria? That Jesus came to their place and Martha served and Mary sat down and Martha was angry. But in the end Jesus said, what Mary did, I will not take it from her. Als Jesus zu diesen beiden nach Hause gekommen ist und Martha, die hatte die ganze Zeit gedient und Maria, die hat sich einfach an seine Füße gesetzt und Martha war dann sauer auf sie und hat Jesus gesagt, das, was Maria wofür sie sich entschieden hat, das werde ich nicht von ihr wegnehmen. Probably there were preachers that talk about surfing with this story. Es gibt wahrscheinlich Prediger, die ein Thema über den Dienst durch diese Geschichte gebracht haben. But now I want to talk about another things about characters. Aber worüber ich reden möchte, ist eine andere Sache, und zwar über den Charakter. That in the end we can live freely. Dass wir am Ende frei leben können. Let's open Luke 10, verse 38 until 42. Lass uns zum Lukas Evangelium 8,42 gehen. 10, 38. Alright. Now as they went on their way, so Jesus and his disciples, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen a good portion which will not be taken away from her. In German? Lukas Evangelium 10,38 lesen wir, Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses in eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Amen. So, let's go through this story again. Lass uns zurück zur Geschichte gehen. So, there is this woman named Martha, right? Es gibt diese Frau, die heißt Martha. And then there was Jesus with the
disciples, they were going to Jerusalem, Es war Jesus und seinen Jüngern, die waren auf dem Weg nach Jerusalem. but then he decided to go to Bethel first. Aber er hat sich dann umentschieden, zuerst nach Bethel zu gehen. And go to her house. Und zwar in dieses Haus der Frau Martha. And then Martha opened her house and welcomed Jesus. Martha hat ihr Haus aufgetan und Jesus willkommen geheißen. So she prepared food, she prepared everything, she prepared the tables. Sie hat das Essen vorbereitet, sie hat den Tisch gedeckt, sie hat alles vorbereitet. And then Jesus was sitting probably in the living room. Und Jesus saß wahrscheinlich im Wohnzimmer. And Mary was there and talking with Jesus. Maria war wahrscheinlich da und hat mit Jesus geredet. And then out of nowhere, Martha came to Jesus like, Und ganz plötzlich kam Martha zu Jesus. like, Lord, don't you care about me? Like, I have to prepare all of this alone. Can you tell Mary to help me? Und dann hat sie zu ihm gesagt, Herr, kümmerst du dich nicht um mich? Um die ganze Arbeit, die ich alleine hier mache, kannst du das nicht Maria sagen? Like, Jesus was talking with Mary. Also Jesus, der hat sich mit Maria unterhalten. Jesus was having fellowship with Mary. Er hatte Gesellschaft mit Maria. And so, yeah, the situation was good, like, was calm, they were talking, they were chatting. Also die Atmosphäre war ganz in Ordnung, war ganz gut, sie war entspannt, sie haben geredet. But out of nowhere, Martha just came like, Lord, don't you care? Aber ganz plötzlich kam Martha zu ihm und hat gesagt, Herr, kümmerst du dich nicht? Like, what is going on? Und das war also, was ist los? Like, what? Why? Warum? And it is said that Martha was irritated by Mary. Und es steht geschrieben, dass Martha irritiert von Maria war. Like, she was upset, Also sie war sauer, she was anxious about it, sie hat sich sehr darüber besorgt and then she just exploded. und dann ist sie sozusagen explodiert. Well, so let's think normal, yeah? Also lasst uns normal denken. What Martha did back then Was Martha damals getan hat, is actually normal, right? Like, you serve people who come to your place, right? das, was sie getan hat, ist doch eigentlich etwas Normales. Du dienst gerade jemanden, der in dein Haus kommt. Isn't it that we do normally? Ist das nicht, was wir normalerweise tun? Like, for example, I come to Julia's place and Freddy's place. Zum Beispiel kommt er jetzt zu Julias oder Friendly's Platz. And then- zu Hause. And then, yeah, I mean, they will probably serve me food and water Und sie werden ihm wahrscheinlich Essen und Wasser geben. and maybe bread from the bakery Und vielleicht Brot von einer Bäckerei. or food from the mesa. Oder Essen von der Messe. Cooking essay. Yeah, because they work at mesa and bakery. Weil die bei der Messe oder Bäckerei arbeiten. Yeah, I mean, like, it's in the culture, right? Und das ist doch in der Kultur. Like, it's weird that there is this person come to your place, but you decided just, okay, I don't want to do anything. Es ist komisch, wenn jemand zu deinem Zuhause kommt und du sagst, okay, ich will ihm nichts geben. It seems rude, right? Das scheint auch unhöflich. So, it's actually fine to serve Jesus. Also es ist in Ordnung, Jesus zu dienen. It's actually fine to serve people. Und es ist auch in Ordnung, Leuten zu dienen. But there is one thing that bothered Jesus, Aber das ist eine Sache, die Jesus Jesus besorgt hat. that in the end, Jesus said, Martha, there is only one thing necessary. Und er hat am Ende gesagt, Martha, es gibt nur eine Sache, die wirklich wichtig ist. And Mary chose it. Maria hat sich dafür entschieden. And I will not take it from her, Und ich werde es nicht von ihr wegnehmen. because this is good what she did. Denn es ist gut, was sie getan hat. It doesn't mean that Jesus said, you don't have to serve people. Und das bedeutet nicht, dass Jesus sagt, dass du Leuten nicht dienen musst. It doesn't mean that we don't have to serve Jesus. Und das bedeutet auch nicht, dass wir Jesus nicht dienen müssen. Jesus came to serve us in the world. Jesus Right. ist in diese Welt gekommen, um uns zu dienen, oder nicht? Jesus came not to be served, but he served people, right? Jesus ist tatsächlich gekommen, um zu dienen und nicht um gedient zu werden. But why, in this matter, why Jesus said, Martha, is it really necessary? Aber warum in dieser Situation hat er gesagt, Martha, ist das denn wirklich wichtig? Jesus was saying, it's not about what you do, Jesus hat gesagt, es geht nicht darum, was du tust, but there is something bothering in your heart. sondern etwas, das stört dich in deinem Herzen. There is something bothering your mind Etwas, das dich in deinen Gedanken stört. that pull you apart, and in the end, you become like this. Das dich auseinandergerissen hast und am Ende bist du so geworden.
actually going on in her mind, Also was ist genau passiert in ihren Gedanken, in her heart? in ihrem Herzen? There are 2 points that I want to share today Es gibt 2 Punkte, die ich heute mit euch teilen möchte. that I find that it happens to people, Von denen ich denke, dass die zu den Leuten passieren. especially people who live in society, Besonders Leute, die in dieser Gesellschaft leben, who live in the system. die in dem System leben. First thing is, it's about, so the first that God wants us, like that bothers is the culture of obligation. Der erste Punkt, welches Gott stört, ist die Kultur der wenn man etwas tun muss aus dem Grund, dass man es tun muss. Obligation. Yeah. So, like in this story, like what I understand is like this. Also diese Geschichte, so wie ich das verstehe, ist wie folgt. So Jesus came to Martha's place, Also Jesus ist zu Marthas Zuhause gekommen. and it's normal for the culture to serve. Und es ist normal für die Kultur zu dienen. So Martha prepared food. Also Martha hat ihr das Essen vorbereitet. Martha prepared the table probably, Sie hat den Tisch gedeckt. because there were probably at least 30 people came to her house, Also es kamen bestimmt mindestens 13 Leute zu ihr nach Hause. right? Because Jesus came with the disciples. Weil Jesus, der kam ja mit seinen Jüngern. It was not Jesus alone. Und es war nicht nur Jesus alleine. So like a huge group came to her house at one time. Also es kam auf einmal so eine ganz große Gruppe zu ihr nach Hause. And it's normal that she wants to prepare like many things for them. Also es ist ganz normal, dass sie viele Dinge für diese Menschen vorbereiten wollte. But like but Martha said, Mary should have helped me. Aber Martha hat gesagt, Maria, die hätte mir helfen sollen. Isn't it so? Ist das nicht so richtig? I mean, that house is Martha's house, Also das Zuhause, das gehört doch Martha, oder nicht? and Mary was staying at Martha's place. Und Maria, die ist auch dort geblieben bei Martha zu Hause. I mean, Mary, well, for Martha in the culture, like at least Mary should help her. Also für Martha in ihrer Kultur, Maria hätte ihr mindestens helfen sollen. Like, for example, for families, yeah. I don't have any wife yet, but for example, like a couple want to prepare foods for the guests. Zum Beispiel in einer Familie. Ich persönlich habe noch keine Frau, aber wenn zum Beispiel ein Pärchen, das möchte Essen vorbereiten für Gäste. But in the end, only the wife prepare the food alone all the time. Aber am Ende ist es immer die Frau, die alleine dann das Essen immer vorbereitet. Like, there was the point that sometimes that the wife feel like, why isn't he helping me? Und das kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo die Frau sich wahrscheinlich denken würde, warum hilft er mir nicht? He's my husband. Er ist doch mein Ehemann. He should have helped me. Er hätte mir doch helfen sollen. Like, at least, don't he care about me? Kümmert er sich gar nicht um mich? Like, there is this kind of thought that, oh, it must be like this. Das ist diese Art von Gedanken, dass, oh ja, das muss ungefähr so sein. And it can only be like this. Und es kann auch nur so sein. Because we're living in a system that says, if you want to go from A to B, then it's only the way. Weil wir leben in einem System, das uns sagt, wenn du von A nach B gehen möchtest, dann ist das der einzige Weg. Especially in Germany, Besonders in Deutschland. there are this regel. Da gibt es diese Regeln. When you want to do something, there's this regel. Und wenn man etwas tun möchte, dann gibt es diese Regeln. And you must do each point of it. Und man muss jeden einzelnen Punkt davon machen. I mean, Martha was feeling like she was obligated to do all of this, that in the end she was distracted. Martha hat sich verpflichtet gefühlt, diese ganzen Sachen zu machen, dass sie am Ende sie war abgelenkt. Isn't it true to the people who serve? Ist das nicht wahr für die Leute, die dienen, That can happen, right? dass das passieren I kann? mean, we're people. Ich meine, wir sind doch auch nur Menschen. Like, I got another example. Ich habe ein weiteres Beispiel.
for the young people, like maybe for the singles, Für die jungen Leute, für die Singles, for the boys. für die Jungs. Probably there is this girl that you like, Wahrscheinlich gibt es ein Mädchen, das du magst. and you want to ask her out, Und du möchtest sie ausfragen. right? You came to her and you ask, hey, do you want to go date with me? Du gehst hier und fragst sie, hey, willst du mit mir auf ein Date gehen? And then in this date, the guy only feel like, oh, I have to buy her food. Auf diesem Date, dann denkt er sich, oh, ich muss ihr das Essen kaufen. I must buy her food, Ich muss ihr Essen kaufen. and then I must bring her home Und ich muss sie auch nach Hause bringen. because that's gentleman, right? Weil das ist wie Gentlemen sind. I must open the door for her. Ich muss auch die Tür für sie öffnen. I must pull out the chair and she can sit. Sorry. Sorry. Well, English is not my mother language. Yeah. People make me sick. Alright, let's go. So she can sit. Come on, guys. Oder ich muss verstehen. Stuhl drauf, Finger auf sich hinsetzen. And in the head, it's only this kind of things that is going on during the day. Und in deinem Kopf sind einfach nur diese Dinge, die die ganze Zeit in deinem Kopf abspielen. Not thinking about her, Und du denkst gar nicht an sie. not thinking about the time that he has with her. Du denkst nicht, oder er denkt nicht an die Zeit, die du mit ihr hast. Well, actually, dating is to know somebody, right? Aber im Dating, da geht es darum, um jemanden besser kennenzulernen. Yeah, to know better, Um besser kennenzulernen. to know what she likes, Um zu wissen, was sie mag, what's her hobby, was ihre Hobbys sind, does she cook, ob sie kocht, does she wear perfume. ob sie Parfum trägt. Dating, yeah, that's the real purpose of dating, to know people. Das ist der wahre Grund, um zu daten, um die Person besser kennenzulernen. But when you just go and your head was feel like, oh, I just have to buy your food, buy this thing, do this thing, do this thing, you're missing the point of dating, right? Aber wenn du die ganze Zeit, wenn dein Kopf die ganze Zeit gefüllt ist mit den Sachen, die du tun musst, du musst das und das und das tun, dann verpasst du den Punkt vom Daten. The main purpose of dating is standing right here, like she is standing right here, but you're losing your mind. Der wirkliche Punkt vom Daten ist, sie steht direkt da, aber deine Gedanken sind ganz woanders. In the end, you came home after you brought her home, and then you feel like it doesn't bring me anything. Am Ende des Tages, dann bist du zu Hause angekommen, nachdem du sie nach Hause gebracht hast, und dann denkst du dir, oh, das bringt mir doch alles gar nicht. I spent money for nothing. Ich habe das ganze Geld umsonst ausgegeben. I felt tired. Ich bin müde. I could have done anything else. Ich könnte auch etwas anderes getan haben. Right? That's what happens. If your mind is not like if you do things because you have to do it, right? Und das ist was passiert, wenn du Sachen aus Verpflichtung tust. And that also happens to us sometimes, right? I mean, like, I don't know, but it happens to me sometimes. Und das passiert doch uns allen auch manchmal. Like, well, for example, I was raised in a pastor family. Zum Beispiel, ich bin in einer Predigerfamilie aufgewachsen. I mean, I was taught from kids that I should serve. Also ich wurde so erzogen, als von klein auf an, dass ich immer dienen muss. And then I started serving since elementary school even. Also ich habe seit der Grundschule angefangen zu dienen. And I didn't understand back then. Und damals habe ich das gar nicht verstanden. And in the end, I felt like I don't want to do this. Und am Ende habe ich mich so gefühlt, oh, das möchte ich alles gar nicht machen. It's just a burden for me. Das ist einfach Last für mich. Especially when people leave me alone. Like I do this. I serve this alone without people helping me. Besonders wenn Leute mich alleine lassen. Das And heißt, especially when people don't appreciate what I do. besonders wenn Leute nicht dankbar dafür sind, für das, was ich tue. And I'm angry. I was angry. Und ich war damals sauer. Like, do you even respect me? Also, hast du überhaupt Respekt vor mir? I'm also a person. Ich bin ja auch eine Person. I have my rights. Ich habe meine Rechte. Like, this kind of thoughts, Diese Art von Gedanken, if it continues, your mind will just be pulled apart. wenn das so weitergeht, dann wird
wird sich dein Gedächtnis einfach auseinanderreißen. right? Like Martha, it is said Martha was distracted. Weil genauso es stand geschrieben, Martha, sie war abgelenkt. Like she was distracted, like, oh, I must prepare this food, I must cook. Sie war damit abgelenkt, oh, ich muss das vorbereiten, ich muss jetzt kochen. And then like, oh, I forgot about the table, I have to prepare the plates and serve the table. Oder zum Beispiel, oh, ich habe total über den Tisch vergessen, ich muss hier den Tisch decken. Like there are things that is going on that in the end she lost focus on Jesus. Es gab viele Sachen in ihren Gedanken, dass sie am Ende den Fokus von Jesus verloren hat. She lost the main purpose of why Jesus came. Sie hat den wirklichen Nutzen, warum Jesus gekommen ist, schon vergessen. Well, I got a question. Also, ich habe da eine Frage. Did Jesus came to Martha's house to be served? Ist Jesus zu Martha gekommen, um bedient zu werden? Did he? Ja? No, right? Nein. He was just going from Jerusalem, to Jerusalem, but in the way, like, let's go to Martha's. Also, er war auf dem Weg nach Jerusalem und gerade so nebenbei hat er sich gedacht, oh komm, lass uns zu Martha gehen. I want to meet her Ich möchte sie kennenlernen, because I love her. weil ich sie liebe. I love Martha, Mary, and Lazarus, Weil ich Martha, Maria und Lazarus liebe. and they live like in the way. So why not coming? Und sie leben da auf dem Weg, also warum sie nicht besuchen? I want to have time with them. Ich möchte Zeit mit ihnen verbringen. Like Jesus didn't come to the place to be served, Also Jesus ist nicht zu Besuch gekommen, um bedient zu werden. but Martha thought I have to serve him, Aber Martha hat sich gedacht, ich muss ihn jetzt bedienen. and that bothered her. Und das hat sie gestört. And in the end, she was distracted, and Jesus said, "Martha, was it really necessary?" Und am Ende war sie komplett abgelenkt und Jesus hat sie gefragt, Martha, war das denn wirklich nötig? What I want to say today is, Was ich heute euch damit sagen möchte. living a Christianity life is not about obligation. Im Christentum, da handelt es nicht um die Verpflichtung. Like following Jesus is not about obligation. Jesus zu folgen, geht es nicht um die Verpflichtung dafür. Maybe there were people say like, hey, you have to repent or you will go to hell. Vielleicht gibt es Leute, die sagen werden, hey, du musst jetzt Buße tun, sonst wirst du in die Hölle kommen. So if it's like that, then it's obligation. Also wenn es so ist, dann ist es eine Pflicht. If you talk like that, then being Christianity is about obligation, Wenn man so redet, dann ist der Christentum, da handelt es nur um die Pflicht. right? Because if you don't choose to believe in Jesus, you will go to hell. Weil wenn du dich nicht dazu entscheidest, an Jesus zu glauben, dann kommst du in die Hölle. But the reason why Jesus came is more than that. Aber der Grund, warum Jesus gekommen ist, es ist viel mehr als nur das. It's more than that. That in the end, obligation is nothing. Es ist so viel mehr als das, dass am Ende die Pflicht einfach nichts ist. It's about having fellowship with us. Es geht darum, die Gesellschaft mit uns zu haben. Jesus came to have fellowship with us. Jesus ist gekommen, um Gesellschaft mit uns zu haben. He came to restore the relationship between us and God. Er kam, um die Beziehung zwischen uns und Gott wieder herzustellen. Because in the beginning, Jesus created human like him. Weil am Anfang hat Jesus die Menschen wie ihn geschaffen. And Adam and Eve were together with God. Und Adam und Eva, die waren zusammen mit Gott. And then, they fall into sin. Und sie sind gefallen. But Jesus then came Aber dann ist Jesus to gekommen, restore this, um das wiederherzustellen. to restore the fellowship. Diese Gesellschaft wiederherzustellen. Not about obligation. Und da geht es nicht um die Pflicht. So let's erase out this kind of obligation in our head. Also lasst uns diese Art, diese Denkweise der Pflicht aus unseren Gedanken wegradieren. Because following Jesus is about relationship. Denn ja, das ist wirklich so. Jesus zu folgen, da geht es um die Beziehung. It's the best part. Und das ist der beste Teil. Do you know the song Best Part? Kennt ihr dieses Lied, Best Part? Like from Daniel Caesar? Daniel Caesar. Yeah. I mean, it's a secular song, but it's like if life is a movie, then you're the best part. Wenn das Leben ein Film ist, dann bist du der beste Teil davon. Yeah, like following Jesus, like knowing about Jesus, knowing about Jesus, the best part is having fellowship with Him. Also Jesus zu kennen, der beste Teil davon ist, Gesellschaft mit ihm zu haben. Fellowship with God.
die Gesellschaft mit Gott zu haben. with this figure of love. Die Gesellschaft mit diesem Widerspiegelung der Liebe. So once again, I'm not saying that we don't have to serve God, Also nochmal, ich möchte nicht sagen, dass wir Gott nicht dienen müssen. but obligation brings nothing but disappointment. Aber was ich sagen möchte, ist, dass die Verpflichtung nichts bringt als nur Enttäuschung. But having a fellowship with God, it brings the best part in your life. Aber Gesellschaft mit Gott zu haben, das ist der beste Teil in unserem Leben. The second point Der zweite Punkt is about interpretation. handelt um die Interpretation. Do you know interpretation? Wisst ihr, was Interpretation ist? Like you interpret your mind to this, for example. Man interpretiert seine Gedanken auf das zum Beispiel. For example, in the story. Zum Beispiel jetzt hier in der Geschichte. So Martha said to Jesus, Also Martha hat zu Jesus gesagt, Lord, don't you care? Herr, kümmerst du dich gar nicht? Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Kümmerst du dich darum, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat mit der ganzen Arbeit? Yeah, Mary has left me probably like several times, but now you, Jesus, don't you care? Also ja, Maria, die hat mich öfters allein gelassen in der Vergangenheit, aber jetzt bist du hier, Jesus. Kümmerst du dich nicht darum? Like, okay, why suddenly she said, like, Jesus, why don't you care? Why? Also warum hat sie jetzt so plötzlich gesagt, Jesus, kümmerst du dich nicht? Like, like in our mind, Also in unseren Gedanken. we have this ability to think, right? Also wir haben die Fähigkeit zu denken. We're created so special that we can think. Wir sind so besonders geschöpft worden, dass wir denken können. And with this kind of thought, we can make imaginations, Und unsere Gedanken haben wir die Vorstellungskraft. and sometimes it can be beautiful. Manchmal kann es wunderschön sein. Like for the guys, probably like you are imagining to go with the girl of your dream. Zum Beispiel die Jungs, die können sich vorstellen, dass man zusammen mit der Frau seiner Träume ist. But sometimes people make this kind of thoughts that, probably he doesn't like me. Aber manchmal hat man die Gedanken, oh, wahrscheinlich mag er mich nicht. Like people make stories from experience Also Leute, die haben Geschichten von den Erfahrungen and from the things that has never happened. und von den Dingen, die niemals geschehen sind. Doesn't that happen sometimes? Passiert uns das nicht manchmal? I mean, like, yeah, it happened to me. What's going on with me? Also es passiert mir auf jeden Fall. Ja. Like, for example, Noch ein weiteres Beispiel. Like probably in the work there's this boss, like this chef above you, Also zum Beispiel auf deiner Arbeit hast du zum Beispiel einen Boss, der über dir ist. or like in society there is this person who is like so great, Oder hier in der Gesellschaft, da ist bestimmt diese Person, die einfach so gut ist. and then you start your moves to please this guy, this person, Und dann fängst du an zu handeln, demnach dieser Person zu gefallen. and then apparently he doesn't react about that. Aber anscheinend reagiert diese Person gar nicht darauf. And starting from that point, we make thoughts like, is it wrong that what I've done, Und dann haben wir wahrscheinlich gedacht, oh, ist es falsch, das, was ich getan habe? or does he really like me, Oder mag sie mich wirklich? or does she really care about me? Oder kümmern sie sich überhaupt über mich? Because normally if people don't respond, maybe because normally he doesn't like me, so probably this person doesn't like me also. Also normalerweise, wenn jemand nicht reagiert, dann denkt man, ja, also natürlich, die Person mag mich nicht oder diese Person auch nicht. Sometimes people interpret what is going on in their mind to the real life. Also manchmal die Menschen interpretieren das, was in ihren Gedanken geht, auf das, was in dem echten Leben passiert. And Christian
Christian people, they also sometimes interpret that into the relationship between them and God. Und die Christen, die tun das auch manchmal in ihrer Beziehung mit Gott. Isn't it true? Ist das nicht wahr? I mean, another example. Ein weiteres Beispiel. Like God said in the Bible, we receive His Spirit so that in the end we can call Him Father. Also in der Bibel steht geschrieben, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben ist, damit wir ihn Vater nennen können. But in the reality, maybe some of us doesn't have really the good figure of father. Aber in Wirklichkeit haben manche unter uns wahrscheinlich keine wirkliche gute Vatervorbild. And in the end, as we read this verse, we start thinking like, what? Why father? Und dann, wenn ihr diesen Vers liest, dann denkt ihr euch wahrscheinlich, warum Vater? Why? I don't understand. Warum? Ich verstehe es nicht. Because the father that I know, he is bad. Weil den Vater, den ich kenne, der ist schlecht. The father that I know, he has left me. Der Vater, den ich kenne, der hat mich verlassen. The father that I know, he has punched my mom in her face. Der Vater, den ich kenne, hat meine Mutter ins Gesicht geschlagen. So God, please explain to me like what's going on? Why father? Also Gott, erklär mir das doch bitte. Was ist hier los? Warum Vater? And then the thoughts keep going on like that. And in the end, if something bad happened, he starts blaming God. Und die Gedanken, die spielen einfach so weiter und am Ende, wenn etwas passiert, dann beschuldigt er Gott. Yeah, like, oh yeah, of course, he's the father. He doesn't always keep his promise. Und dann denkt man sich, oh ja, natürlich, er ist der Vater. Er hält nicht immer seine Versprechen. Even though Jesus said, even though God said, I keep my promise. Auch obwohl Gott gesagt hat, ich behalte meine Versprechen. And I will do it again. Und ich werde es wieder tun. Like, there is this contrary between what we think and what God has said. Also das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was wir denken manchmal und was Gott gesagt hat. And that happens sometimes because this kind of interpretation. Und das kommt wegen dieser Auslegung von unseren eigenen Gedanken. Like, God, don't you care? Wie Gott zum Beispiel, kümmerst du dich nicht? Hey, Jesus cared. Aber Jesus, der kümmert sich. If Jesus doesn't care about Martha, he wouldn't come in the first place. Also wenn Jesus sich nicht über Martha kümmern würde, dann wäre er doch gar nicht zu ihr gekommen. And if Jesus doesn't care about us, if God doesn't care about us, he wouldn't die for us, right? Und wenn Gott sich gar nicht über uns kümmert, dann wäre er auch nicht für uns gestorben. Like, would you die for somebody if you don't care? Also würdest du für jemanden sterben, wenn du dich gar nicht um ihn kümmerst? Would you die? Would you get the bullet instead of for this person if you don't care? Würdest du eine Kugel abfangen für die Person, wenn du dich gar nicht um sie kümmerst? Well, if you don't care, you wouldn't do it, right? Also wenn du dich nicht kümmerst, dann würdest du es auch nicht tun. But God cares. Aber Gott, der kümmert sich wirklich. He died for us. Er ist für uns wirklich gestorben. He did all of the parts that religion forced people to do. Er hat all diese Dinge getan, die Religion Leute dazu gebracht hat zu tun. Just to restore the fellowship between us and God. Einfach nur, um die Beziehung zwischen uns und Gott wieder herzustellen. He took that part because he cares about us. Er hat diesen Teil genommen, weil er sich um uns kümmert. So, yeah, I mean, God wants us to have freedom from these kind of things. Und Gott, der möchte, dass wir Freiheit von dieser Art von Dingen haben. How? Aber wie? Sit down. Setzt euch hin. Sit down at God's feet. Setzt euch an Gottes Füße. Like Jesus said, there's only one thing necessary. Genau wie Jesus gesagt hat, es gibt nur eins, das wirklich wichtig ist. And it is what Mary did. Und das ist was, wofür sich Maria entschieden hat. Sitting down, having fellowship with me. Sich hinzusetzen und Gesellschaft zu haben. Because I come to you to serve you. The things that I speak, it brings life to you. Denn ich bin zu euch gekommen, um euch zu dienen. Die Sachen, die ich rede, die bringen Leben für euch. Because Jesus himself is the figure of perfection. Denn Jesus selber ist die Darstellung der Perfektion. And he spreads this kind of perfection to people. Und er bringt diese Art von Perfektion zu Leuten. So, yeah, I want to close with this. Today's class. Okay. Also damit möchte ich, diesen Punkt möchte ich auch schließen. Let's sit down.
Lasst uns zusammen hinsetzen. Don't, if there is these things going on in your mind, Wenn diese Sachen in euren Gedanken abspielen, let's just sit down, let's just stop doing it first and sit down. lasst uns einfach damit aufhören, was wir machen und uns hinsetzen. Focus on Jesus. Fokussiert euch auf Jesus. Like, in everything that you do, In allem, was du tust. in everything that you also do for God, In allem, was du auch für Gott tust. focus on fellowship with God first. Fokussiere dich auf die Gesellschaft mit Gott zuerst. Because by having fellowship with God, you can receive joy that in the end you can do all kind of things. Weil wenn du die Gesellschaft mit Gott behältst, dann kriegst du Frieden, Freude, mit der du alles tun kannst. You can receive freedom to do all of kind of things for God. Dann bekommen wir die Freiheit, alle Dinge von Gott zu tun. Like Mary was so happy to see Jesus. Weil Maria, die war so froh, Jesus zu sehen. She sat down Sie hat sich hingesetzt. because she knows what Jesus brings is something special. Denn sie weiß, das, was Jesus gebracht hat, ist etwas sehr Besonderes. Because she knows that Jesus is so special. Denn sie weiß, dass Jesus so besonders ist. And yeah, just focus on God. Also deswegen lass uns einfach auf Gott fokussieren. You know what happened to Mary in the end? Wisst ihr, was am Ende mit Maria passiert ist? Like after this kind of things happened? Nachdem diese Art von Dingen passiert sind? In the end, in the next story, after like the cross happened and things, Bible said Martha served again. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde und all diese Dinge passiert ist, in der Bibel steht geschehen, dass Martha wieder gedient hat. But this time, Jesus didn't rebuke her. Aber diesmal hat sie Jesus nicht geschimpft. Yeah, because Martha in the end, no, like, oh yeah, this is Lord. Beim Ende hat sie gesagt, ja, das ist für Gott. This is all about God, Hier handelt es nur um Gott, about the love of God, um die Liebe Gottes, about the fellowship of God, with God. um die Gesellschaft mit Gott. Amen. Amen. Living with God is about having fellowship with God. Mit Gott zu leben, da handelt es darum, Gesellschaft mit Gott zu haben. Let's bow our heads. Lass uns den Kopf neigen. Father, I thank you for today. Vater, ich danke dir für heute. Thank you for your words, God, Danke für dein Wort. that you choose to come